Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde. Heute Nachmittag in Beuerberg, immer noch beim Mistwetter, muss ich sagen. Aber wir haben ja ein wunderschönes 220 SE Einspritzer Ponton Cabrio aus dem Baujahr 1959. Und das wollen wir euch mal zeigen. Er hat diese wunderschöne Farbe dunkelblau. Das ist ein Auto, was Matching Numbers hat, ist gebaut im Jahr 1959. Und wer sich seinerzeit so, ich sage mal kurz 10 Jahre nach dem Krieg vielleicht, sich sowas leisten konnte, der hatte es in der neuen oder der jungen Bundesrepublik wirklich geschafft. Das ist ein Auto mit 6 Zylindern gewesen, hat damals 23.000 Mark gekostet und ja, war also von wirklich toller Qualität, wie man damals gebaut hat. Mercedes hat da wesentlich seinen Ruf mit begründet. Und wie so ein Auto jetzt fährt und welche Extras es hat und so weiter, das zeigen wir euch jetzt. Also, da wollen wir mal losfahren. So. Natürlich Lenkradschaltung, wie das seinerzeit üblich war, gab diese Autos auch mit Hydrac. Das ist aber kein Hydrac-Auto. Er hat eine Viergangschaltung, 1, 2, 3, 4 und oben rangezogen war die Rückwärtsschaltung, der Rückwärtsgang. So, dann wollen wir mal. Ja, das, was am ersten auffällt bei diesem Auto, ist eigentlich, wie hervorragend leise dieser Motor läuft. Das ist eine ganz tolle Maschine. Ist ein Motorkonzept, was bis zum 280 TE nachher ja beibehalten wurde. Das heißt also 30 Jahre lang ist immer wieder verbessert worden und hat zuerst Einzug gefunden in den Mercedes 220. Den gab es ab Baujahr 1951. Der war noch so ein bisschen buckelig, haben wir auch schon mal gehabt. Ja, und dieser hier ist ein 220 SE mit Einspritzung, war 1958, 59 ganz modern, hat 120 PS geleistet und damit fuhr der Wagen 160 Stundenkilometer schnell. Es war also par excellence eine super Reiselimousine, war ja so die frühe S-Klasse, sage ich mal, als 220 S gab es den als Ponton, haben damals Vorstände gefahren in Deutschland, nur wenn man Generaldirektor war von einem Konzern, dann konnte man sich damals Mercedes 300S leisten. Das waren die wenigsten, gab es ja nur wenige 100 Exemplare. Von dem Auto hier war ein richtiges Luxus-Cabriolet, sind 1100 Stück gebaut worden und der Wagen war sehr, sehr erfolgreich und die sind ja heute noch, weil sie eine ganz hochwertige Qualität haben, sehr, sehr gesucht, die Autos. Und wenn man die im schlechten Zustand kauft, das sollte man eigentlich vermeiden, kosten nie ein Vermögen in der Restaurierung. Seht euch mal dieses tolle Armaturenbrett an, das ist ja massives Holz, das ist Wurzelholz, es ist hier glücklicherweise auch sehr, sehr gut restauriert worden, das könnt ihr, glaube ich, sehen. Seinerzeit in Amerika gemacht worden, vor gut 10 Jahren. Dann vor 10 Jahren ist der Wagen zurückgekommen nach Deutschland, ist hier nochmal technisch revidiert worden, bei einer Top-Adresse von Mercedes, die ich persönlich kenne. Ich weiß, der macht super Arbeit, das ist der Herr Pusch in Mainz, ist vielen von euch vielleicht noch bekannt, der hat das Jahrzehnte gemacht. Ja, und dieser Ponton ist ein Auto, da könnt ihr heute modern über die Autobahn fahren, ohne jedes Problem. Da könnt ihr wunderbar 130, 140 mitfahren, dann verbraucht er so seine 11 bis 14 Liter, sage ich mal. Und es ist ein Auto, was auch Platz hat. Schaut mal hier hinten, das sind so Notsitzbänke. Diese Notsitzbänke, da passen entweder Kinder rein oder ein tolles Gepäck. Der Wagen hat ja auch einen sehr, sehr großen Kofferraum, wo man also gut Platz nehmen kann. Im Kofferraum natürlich nicht, Quatsch. Da hinten sehr gut Platz nehmen kann man hier vorne auf den Sitzen. Ja, und hier vorne die Sitze sind super gemütlich. Auch die sind restauriert, dazu sage ich gleich noch was im Detail. Vielleicht mal hier vorne ist der Skalentacho, der war ja damals der letzte Schrei, so in den 50er Jahren, kam aus den USA, geht bis 180 Stundenkilometer. Da sind auch die Gänge eingetragen. Der dritte Gang ging bis 110, könnt ihr hier gehen, da musste man schalten den vierten. Und damit ist das Auto, wie gesagt, 160, 170 schnell gewesen. Und das war Ende der 50er Jahre eine ziemlich hohe Geschwindigkeit.
Also wie ihr schon sehen könnt, das Auto ist innen höchstwertig gearbeitet. Schaut mal hier, überall Chrom, das ist sehr, sehr gut gemacht, dieses tolle Holz, die VDO-Uhr seinerzeit. Und wie gesagt, das ist hier schön restauriert, das befindet sich alles in einem guten Zustand. Was nicht ganz richtig ist, ist dieses Radio hier, das ist aus der Zeit gefallen, das ist ein Blaupunktradio, das gehört da nicht rein, aber die Lautsprecherblende, die ist wieder original, die hat er auch. Ja, und wie er sich hier fährt, also ich kann euch nur sagen, absolut gemütlich, ein total schöner Reisewagen. Ich weiß, dass technisch sehr viel gemacht wurde, gerade an dem Auto. Er läuft wirklich toll, ganz seidig. Und man hat ein total tolles Gefühl, hinter diesem Volant hier zu sitzen. Hat dieses wunderschöne weiße Lenkrad. Konnte man damals wechselweise bestellen, entweder in Schwarz oder hier in Elfenbein. Das ist auch restauriert worden, das sehe ich. Und fahren tut er wirklich sehr, sehr schön. Also läuft wunderschön, seidig weich, ist ein ganz toller Motor. Aber es ist natürlich nicht ein Wagen, der zum Rasen jetzt ist. Kein Auto, um damit schnell zu fahren. Und man gleitet über die Landstraße. Er hat ein gefüttertes Verdeck, den könnt ihr auch im Winter gut fahren. Das ist so dick, da gehört eigentlich Rosshaar rein. Also wenn die es richtig restauriert haben, ist da auch Rosshaar drin. Ja, hier vorne Aschenanzünder, also Zigarettenanzünder, da ist der Aschenbecher drin. Seinerzeit hat man ja gerne Zigarre geraucht. Ganz interessant übrigens die Historie. Das Auto ist seinerzeit in Deutschland ausgeliefert, ist also eine deutsche Erstauslieferung und ist dann nach Hawaii exportiert worden, ist also wirklich in warmem Klima gefahren worden und von Hawaii später dann nach Kalifornien, wo er den größten Teil seines Lebens verbracht hat. Toll an dem Auto, wir haben so eine dicke Akte. Das Auto ist herrlich dokumentiert. Was alles dran gemacht wurde, die ganzen Betriebsanleitungen und Check-ups, alles mit dabei. Ist ja nicht immer üblich bei so einem Auto. Man sitzt da total gemütlich drin. Das sind super weiche Sitze, die trotzdem guten Seitenhalt bieten. Typische Mercedes-Hupe funktioniert wunderbar. Hier vorne die Sonnenblenden, bitte sehr, links und rechts. Auch restauriert, wie gesagt, der Wagen ist vollständig restauriert in den USA. Man muss bei amerikanischen Restaurierungen immer so kleine Abstriche machen. Das ist halt eben keine deutsche Restaurierung, aber trotzdem ist das ordentlich gemacht. Also das ist zumindest das, was ich festgestellt habe. Dann hat er diese wunderschöne Farbe dunkelblau und was er auch hat, er hat Matching Numbers. Also das heißt, die Maschine, die da drin ist, damit ist er seinerzeit auch zur Welt gekommen. Und so wie er sich jetzt fährt, also wirklich gemütlich. Es macht Spaß, hier lang zu rollen. Wir haben ja heute auch ein bisschen das Glück, wir haben starken Sturm draußen, also schlechtes Wetter, kalt irgendwie und dadurch ist kaum jemand unterwegs. Und es gibt natürlich nichts Schöneres, als hier durch Bayern zu fahren mit so einem Ponton-Cabrio ohne viel Verkehr. Also das genieße ich immer. Hat diesen großen, tollen Stern da vorne drauf, könnt ihr sehen. Rechts und links haben sie Spiegel auf die Kotflügel gemacht. Hier außen links ist auch nochmal ein Spiegel. Also man hat einen sehr, sehr guten Rundumblick ums Auto. Man sieht auch, wer von hinten kommt. Ja, und hier oben die schöne Original-Rückspiegeleinheit, auch aus Chrom seinerzeit. Ist ja später bei Mercedes alles nur noch Plastik gewesen, aber hier in dem Auto, da sind wirklich sämtliche Details aus Chrom und dieses, also wenn man sich das anguckt, ich weiß aus Erfahrung, wenn das mal kaputt ist und man muss dieses gesamte Teil restaurieren, dann braucht ihr erstens einen erstklassigen Schreiner, der das wirklich hervorragend beherrscht und da muss es auch noch, es ist sehr, sehr aufwendig, sehr, sehr teuer. Und wenn die Autos in der Sonne standen, ist das ja oft kaputt gegangen. Man hat auch hier, der gesamte Umlauf um den Fensterrahmen, auch alles aus Wurzelholz. Auch hier vorne, schaut euch das mal an, die Türen, die Armauflagen praktisch zu den Türen, auch alles aus diesem teuren Wurzelholz. Also ist schon wirklich gut gemacht worden in dem Auto. Und ich kann euch sagen, da macht einem viel Spaß. Also wer einen schönen Oldtimer haben möchte zum Einsteigen, das Auto kostet 169.000 €. Für dieses Geld ist das niemals zu restaurieren, das ist viel, viel teurer. Es war ja auch die erste selbsttragende Karosserie vorher. Die Serie hatte ja noch einen Holzrahmen. Das war hier vorbei. Man hat das also hier geändert im Fahrzeugbau in den 50er Jahren. War damals sehr, sehr modern, das Auto. Aber wenn der Wagen Rostbefall hat und das nicht richtig gemacht wird, kostet sehr, sehr viel Geld. Es ist hier gemacht worden. Er ist ja glücklicherweise auch nie dem Salz ausgesetzt gewesen, sondern war in Kalifornien oder in Hawaii. Da gibt es ja keine Winter. Jedenfalls keine, wo Salz gestreut werden muss. Also fahren tut er sehr schön, er hat einen guten geraden Auslauf. Ich will mal kurz die Bremse jetzt testen. Ja, schön, jetzt zieht ein bisschen nach links, aber das muss vielleicht auch mal eingebremst werden. Ich versuche das nochmal. Ja, jetzt geht es besser, ne? Ja, alles in Ordnung.
Er hat noch Trommelbremsen, Scheibenbremser gab es bei dem Modell nicht. Es ist erst später bei den Flossenmodellen gekommen, die Scheibenbremsen. Er hier ist ja gebaut worden ab 1958. Ein Ponton gibt es übrigens, also das Modell Ponton, so hießen die, gab es ab 1954, 55. Da hat man diese Klasse eingeführt als Nachfolger vom 220 Mercedes bzw. vom Mercedes 170S. Also ein 220S könnt ihr besonders erkennen, oder SE, an dem dicken Chrom, was dieses Fahrzeug seinerzeit hatte. Der geht komplett unten um die gesamte Fahrzeugunterseite herum. Er hat auch hier in der Mitte diesen dicken Chrom und der kostet, wenn er nicht im guten Zustand ist und aufbereitet werden muss, sehr, sehr viel Geld. Wobei es auch schwer ist, den überhaupt anzupassen, dass der dann auch richtig sitzt. Was auch besonders ist, das sind die langgezogenen Blinker. Das haben die normalen Pontons auch nicht gehabt. Das könnt ihr hier sehen. Das war alles Luxusausführung Mercedes 220S. Hier dieser wunderschöne, dicke Chromkühler. Unser Kühler auch in einem wirklich tollen Zustand. Das ist alles revidiert, das kann man sehen. Gut gemacht. Darauf zu achten, hier, das sind noch die Bosch-Stempelchen. Das sind noch die originalen Lampenringe von dem Auto. Er hat eine ganz kleine Delle hier, aber das ist halt eben das Erste. Darauf müsst ihr achten. Hat er hier schon nicht mehr, ist hier überchromt worden in dem Fall. Das ist der echte. Nebellampen hat er seinerzeit auch schon gehabt. Guckt euch die Stoßstangen an, auch eine hervorragende Qualität. Die sind auch restauriert, das merkt man auch, wenn man innen reinguckt, die sind neuwertig. Also das Auto ist vor 10, 12 Jahren in Amerika recht gut gemacht worden, muss ich sagen. Auch für unseren Qualitätsstandard. Es gibt ja heute verschiedene Länder, die sich versuchen an solchen Autos. Ich sage mal, technisch denke ich, hatte er ein paar Probleme, als er aus Amerika kam. Aber das hat der jetzige Vorbesitzer reparieren lassen, machen lassen bei einer Top-Adresse hier in Deutschland. Das haben wir alles dabei, das zeige ich euch gleich mal. Finde ich ganz, ganz wichtig bei so einem Wagen. Und die Farbe ist bei einem Ponton wichtig. Die gibt es ja in weiß, in verschiedenen Farben. Da gefallen sie mir persönlich nicht so. Aber auf dem Auto, wenn der eine dunkle Farbe hat, dann sieht der richtig edel aus. Und schaut euch mal unseren Ponton an. Der hat eine dunkle Farbe, der ist dunkelblau mit einem dunkelblauen Dach und das sieht einfach schön aus. Da wirkt der Wagen richtig, da kommt der Chrom richtig zur Geltung. Und ich sage mal, ein Einstiegs-Oldtimer, der restauriert ist, das ist zwar alles nicht mehr ganz neu an dem Auto, aber es ist für meine Begriffe in einem absolut passablen Zustand. Finde ich den sehr, sehr schön, den Wagen. Da habt ihr viel Freude mit, der hat eine tolle Motorleistung. Ihr könnt weite Reisen machen, der hat einen sehr großen Kofferraum hinten. Also ist eigentlich ein 2+2 Cabrio, kann man sagen. Ja, was weiß ich noch, das Auto hat gewogen 1,4 Tonnen, hat einen 6-Zylinder-Motor, der äußerst erfolgreich war, der wirklich schön lief. Man muss nur eins sagen, 220S war ja die Vergaser-Version, die hatte 106 PS, wogegen er 120 hatte. Und da gab es einen Unterschied von 2000 D-Mark. Eigentlich muss man sagen, dass der Einspritzer ein bisschen komplizierter war. Also ich sag mal, das ist ein Motor, ein bisschen komplizierter, ein bisschen aufwendiger ist nicht die Maschine, sondern die Einspritzanlage. Aber der ist natürlich gesuchter, weil er auch seltener ist. Aber es macht eigentlich gar nicht so einen großen Unterschied. Also man kann sich einen 220S genauso kaufen wie einen 220 SE. Ich meine, alte Autos haben immer was. Man darf ja nicht vergessen, so ein Wagen ist 60 Jahre alt. Und als der seinerzeit gebaut wurde, da haben die Teile natürlich eine Haltedauer von 6, 7, 8 Jahren haben sollen. Dass solche Teile mal 70, 80 Jahre alt werden, das hatte man ja nicht vor. Und wenn man sich einen möglichst originalen Oldtimer kauft, sind da natürlich auch noch die alten Teile drin. Das bedeutet im Klartext, da können immer 5.000 oder 10.000 Reparaturen mal dran sein. Nur der Vorteil bei so einem Wagen ist, er verliert in der Regel nicht an Wert. Das ist eigentlich das Interessante. Wenn ihr einen Neuwagen habt, habt ihr zwar Garantie und neue Autos, aber nach einem Jahr ist der Wagen die Hälfte wert. Und das ist bei so einem Auto eben nicht der Fall. So, also beides kann man nicht haben. Man kann keinen Neuwagen haben mit Garantie, der nie kaputt geht und dann 50 Jahre alt ist und völlig aus Originalteilen besteht. Das beißt sich, das ist ein Widerspruch. Und jeder, der Lust hat auf einen Oldtimer, auf ein altes Auto, der muss das einfach wissen. So, bei so einem Auto müssen immer 5.000 oder 10.000 Euro in der Tasche sein, kann immer was mit sein, aber man sieht natürlich ein gutes Auto. Gutes Auto heißt aber beim Oldtimer nicht, dass er ohne jegliche Reparaturen ist, weil die Teile da drin, die sind nun mal 50, 60, 70 Jahre alt. Und damals gab es ja auch, was die Fertigung angeht, da waren die Maschinen noch nicht so gut, da hatte man nicht diesen Standard wie heute.
Wenn ihr euch in einen Oldtimer setzt und ihr bewusst ein Auto kaputt machen wollt, mit so einer Maschine könnt ihr das immer machen, selbst wenn die völlig neu aufgebaut ist. Das ist halt eben leider, dafür ist es ein Oldtimer. Das ist alte Technik. Aber das Schöne an so einem Auto ist, das ist dieser Flair, was so ein Wagen einem gibt. Und die Art und Weise, wie man reisen kann, ist einfach wunderschön. Die ist unvergleichlich und man spürt auch die alte Zeit, in der man unterwegs ist. So. Also Lenkradschaltung gibt es ja heute eigentlich gar nicht mehr, fährt sich aber sehr, sehr gemütlich und bequem. Und ich finde, er hat auch keine Servolenkung, das macht aber nichts. Auto lenkt sich wunderbar, weil er auch ein sehr großes Lenkrad hat, sind die Hebelkräfte daher ein bisschen anders. Also man kann wunderbar einparken, ist auch für eine Frau, für eine Dame das zu fahren, ist überhaupt kein Problem. Also Auto fährt sich wirklich sehr, sehr kommod. So, die Windgeräusche sind einigermaßen verträglich. Es ist ja ein Cabriolet mit einem gefütterten Verdeck. Wir fahren jetzt fast 100, macht da wunderbar der Wagen. Läuft also wirklich schön. Da vorne könnt ihr sehen, die schneebedeckten Berge. Es soll die nächsten Tage auch bei uns schneien. Es hat viel geschneit, hier unten nicht ganz, aber es wird kälter, wir spüren das. Deswegen haben wir heute den Tag genutzt, um mal schöne Filme zu machen, weil in dem Moment, wo wir Schnee haben oder Salz auf der Straße, können wir das nicht mehr machen. Aber es ist wirklich eine richtig schöne Probefahrt mit unserem Ponton hier. Fährt sehr, sehr schön, macht wirklich Spaß, bewegt sich sehr gut. Und man kann so den Stil oder die Art, den Charme der 50er Jahre hier richtig einatmen. Es war sehr mondän, sehr luxuriös alles hier, was ich wirklich toll finde. Heute ist das nicht mehr so. Die Autos, die heute gebaut werden, haben nicht mehr dieses Charisma, diesen Charakter wie damals. Das fehlt einfach. Schaut euch das mal an, wie schön das ist, Richtung Berge zu fahren mit dem Wagen. Man sitzt ganz gemütlich in dem Auto. Er entschleunigt einen vollkommen. Man hat überhaupt nicht diesen Stressmoment, was man heute bei fast allen Fahrzeugen hat, wenn man mit ihnen fährt. Mit dem hat man das nicht hier. Ach, das ist eine Servo. Oh, ja, man lernt ja immer dazu. Eine nachgerüstete Servo höre ich gerade, finde ich ganz bemerkenswert. Gehört eigentlich nicht ins Auto, aber fährt sich natürlich noch leichter. Ich habe mich schon gewundert. Der fährt sich ja wirklich absolut leicht, der Wagen. Das muss man wirklich sagen. Also so eine Geschwindigkeit von um die 100, 110 fährt er wunderbar. Und den kann man natürlich im Sommer, dieses große Verdeck kann man abmachen. Dann hat man ein wunderschönes großes Cabriolet. Lenkt natürlich nicht ganz mit der Präzision wie heute neue Autos, aber man kommt hier gut zurecht mit. Macht auch die Steigung ganz gut. Das ist schon ein recht kräftiger Motor gewesen. Ich meine immerhin 120 PS. Und das ist ein Fahrzeug, also derjenige, der sich das Auto kauft, nach meiner Erfahrung wird er Geld verdienen. Wir haben ja heute wirklich das Kapital, wird ja aufgefressen durch keine Zinsen, die man bekommt. Und das ist ja hier alles nicht der Fall. Also es gibt ja auch keine Inflation bei so einem Auto. Es werden nicht mehr, als dass sie heute noch sind. Eine Menge gibt es gar nicht mehr, die sind verrostet und einfach gar nicht mehr da. Aber fahren tut er wirklich schön und man macht mehr Geld raus. Ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, wo solche Autos 80.000, 90.000 Euro kosteten. Und mittlerweile kosten sie das Doppelte und werden auch gut verkauft. Vorausgesetzt müssen gute Autos sein. Da sollte man auch mal gucken. Also Ostblock-Autos ist immer so eine Sache, weil die aus meiner Erfahrung nicht so viel wissen von Technik. Die machen zwar schöne Karosseriearbeiten mittlerweile und bauen auch gute Chromarbeiten, aber mit der Technik gibt es da immer wieder Schwierigkeiten. Das höre ich zumindest von unseren Kunden. Und das ist hier, wie gesagt, in deutscher Hand gemacht worden, die Technik, von jemandem, den ich gut kenne. Und man spürt das beim Fahren, er fährt sich schön, der Wagen. Ist ein schönes Auto, ein toller Gebrauchsklassiker. Ist auch nicht ein Auto, was Neid verursacht. Das ist ein Sympathieträger, so ein Ponton. Ja, jetzt habe ich euch nochmal die Haube vorne aufgezogen. Oh, da fliegt ja fast der Hut weg hier. Die Lampe ist noch an. Moment, den machen wir lieber aus. Ach, Mensch.
Ah, jetzt ist er hier wie an der Nordseeküste. Ah. Scheiße. Also. Jetzt sag nicht, das hast du gefilmt. Also das ist hier mit dem Hut nichts heute. Du. Also, mein Gott. So. Jetzt muss ich ihn anders aufsetzen. Ja, das ist unsere 220 SE Maschine. Da ist die Einspritzanlage, das macht den großen Unterschied. Beim 220 S Vergaser ist die nicht vorhanden. Hat damals über 2000 Mark mehr gekostet, war viel Geld. Das ganze Auto gab es ja damals für 23.000 ohne Extras. Das war schon eine richtige Ansage, hat dafür aber auch sehr viel tolles Auto bekommen. Ja, wie er läuft, habt ihr gerade gehört. Ja, das ist eigentlich alles. Motor hast du gesehen, ne? Können wir zumachen. So, also, hier mal die Akte unseres Pontons. Erstmal sehr schön hier die ganzen Original-Bordbuchunterlagen, das ist alles dabei. Schaut mal hier, Kundendienstheft. Da ist sogar Hawaii eingetragen, also hier, schaut mal hier, das ist das originale Heft aus der Zeit. Moment, wo sind da jetzt? Hier sind die ganzen Eintragungen. German Car Service, Honolulu, Hawaii. Das ist schon bemerkenswert. Also so viele Pontons gibt es ja noch nicht, die in Honolulu gelaufen sind. Trotz deutscher Erstausführung dann hier in Amerika. Das Auto ist toll durchgestempelt. Man kann ganz gut was nachvollziehen. Es hat nicht jeder Ponton. Dann haben wir hier vorne, ich mache das mal auseinander, Mercedes-Benz Kundendienststation, Original 220 SE Owners Manual, Betriebsanleitung, auch ziemlich selten. Und hier die Kundendienststation, alles Original Daimler-Benz. Es sind keine Nachdrucke, das sind die originalen Unterlagen zu unserem Ponton hier. Die sind vorhanden, das finde ich sehr, sehr schön. Ja, hier ein paar tolle Bilder. Hier ist TÜV, Auto hat auch TÜV logischerweise. Es gibt ein Classic Data Gutachten. Da haben sie sogar 1- reingeschrieben. Also das finde ich jetzt ein bisschen hoch bewertet, sehe ich nicht so. Aber gut, okay. Und hier ist das, was alles gemacht wurde. Also eine ganze Menge Rechnungen in Deutschland technischer Art. Da sind dann die ganzen Restaurierungsunterlagen seinerzeit, das kann man hier sehen. Alles schön fotodokumentiert, Technik. Hier hinten kommt Karosserie. Also man sieht, dass der Wagen wirklich vollständig gemacht ist. Man sieht auch, wie das gemacht ist. Könnt ihr sehen, das ist sehr, sehr dick und sehr, sehr umfangreich hier. Hat nicht jedes Auto, er hat das. Gut, das ist jetzt schon 12, 13, 14 Jahre her. Aber ich sage mal, es ist bodenständig gemacht. Da es da kein Salz gibt, Korrosion, haben wir keinen gefunden. Kann natürlich trotzdem sein, dass irgendwo Kleinigkeit ist, das weiß man nie. Aber da ist eine Menge investiert worden. Und wenn ihr sowas machen lasst, hier in Deutschland kostet sowas über 200.000 Euro, kann ich euch sagen, plus das Fahrzeug. Ja, also ich finde insgesamt ein schöner Wagen. Ich finde den wirklich ganz anständig. Und das ist ein Auto, meine ich, was ich empfehlen kann, was auch nicht übermäßig teuer ist. Preis ist okay mit 169. Steht jetzt im Moment bei uns in Beuerberg, kommt mich gern besuchen. Schaut euch den an, da gibt es, wie ihr wisst, schöne Cola oder einen guten Kaffee immer. Und noch weitere 130 Autos, die ihr bei uns euch anschauen könnt. Ja, dann möchte ich mich verabschieden, wünsche euch alles Gute. Wird jetzt langsam dunkel, wir müssen sehen, dass wir nach Hause kommen hier. Bis zum nächsten Mal, euer Stefan Luftschütz und ciao.